Hallo zusammen, ich bin Ralf und das ist jetzt Folge 1. Ich rede einfach mal über mein Leben, über meine Gedanken, vielleicht auch noch über meine Fantasien und was ich alles so erlebt habe. Ich bin über 60 Jahre jung, bin digitaler Nomade schon lange und hänge noch immer in Mönchengladbach fest. Ich habe keinen Besitz mehr, keine Wohnung, kein Haus. Was ich habe, ist ein Bett, ein Schreibtisch, ein Bürosessel, ein normaler Sessel. Natürlich technische Ausstattung wie ein Laptop, ein Smartphone. Natürlich habe ich auch Kleidung. Als ich vor über 10 Jahren meine 100 Quadratmeter große Wohnung, mein Auto, die Wohnung hatte einen 350 Quadratmeter großen Garten, alles aufgelöst abgegeben habe, hätte ich nie gedacht, dass das viele Jahre so bleibt. Ich stellte aber sehr schnell fest, das hat mich irgendwie beruhigt. Ich brauchte mir keine Gedanken mehr machen, wo geht jetzt was kaputt, was muss ich reparieren, wie viele Stunden muss ich im Garten arbeiten. Also diese ganzen Dinge waren auf einmal weg. Und innere Ruhe kehrte ein. Ich hatte nicht mehr so viel Arbeit. Und ja, auf einmal dachte ich, das ist es. Und so ist es auch geblieben. Kann sein, dass ich in ein paar Jahren, je nach Stand der finanziellen Mittel, mir nochmal eine Wohnung anschaffe. Wer weiß. Und wer weiß wo. Ja, was mache ich so? Erstmal gehe ich jeden Tag walken und halte mich fit. Ich kann mir ja fast alles selber einteilen und jeden Tag sammle ich Ideen für Videos und E-Books und einiges kann ich davon umsetzen. Das seht ihr ja hier an meinem Magazin. Einiges nicht. Alles umsetzen geht meistens nicht, weil da sind auch manchmal ziemlich verrückte Ideen dabei. Ja, wo lebe ich? Ich lebe bei Freunden, wie gesagt, in Mönchengladbach. Die haben mich aufgenommen, weil da war so vor einigen Jahren finanziell äh, einiges los und auf einmal war dann doch alles an Geld weg. Und ja, kann passieren. Aber ich habe mir keine Sorgen, keine Gedanken gemacht. Ganz ruhig geblieben. Habe die Freunde gefragt. Die haben direkt gesagt, prima, komm hier hin, wir haben ein Zimmer für dich frei. Und habe ich dankbar angenommen. Dach über dem Kopf, Ende im Gelände. Und klar, so einfach ist es nicht. Ich mache mich natürlich nützlich, so gut es geht. Und ich arbeite ja an meinem neuen Erfolg auf YouTube und mit den E-Books. Und wir werden sehen, was dabei herauskommt. Natürlich habe ich auch nichts dagegen, wenn Frauen mich finden, aber das ist ein wenig schwierig. Denn wenn sie mich fragen, was machst du eigentlich? Und ich sage, ja, bin digitaler Nomade, dann bekomme ich so Blicke von fragend bis völlig fassungslos. Und oftmals hat sich das Gespräch dann sehr schnell erledigt. Okay, Sie verpassen was.
Ja, und ich habe schon erwähnt, sobald ich mir über YouTube und den E-Books ein Online-Einkommen aufgebaut habe, dann packe ich meine Koffer und es geht los. Aber solche Sachen, äh, wie ich das vor über 10 Jahren gebracht habe, oh, ich habe jetzt Geld für ein Ticket nach Brasilien, der Rest wird sich schon irgendwie ergeben, das mache ich nicht nochmal. Das brauche ich nicht mehr. Es war interessant, es war aufregend, aber auch hammerhart. Also, boah, da könnte ich Sachen erzählen, mache ich vielleicht auch noch in einem anderen Video. Und ja, irgendwann haben sie mich dann in den Flieger gesetzt, zurück nach Deutschland. Und ja, dann war ich wieder da. Alle haben sich gefreut. Und es ist unglaublich, wenn man längere Zeit im Ausland war, wer da auf einmal alles angerannt kommt. So Leute, mit denen man jahrelang überhaupt keinen Kontakt hatte, die man nicht mehr gesehen hat. Die standen auf einmal alle da. Hey, schön, dass du wieder da bist. Ja, 3 Wochen später habe ich sie wieder nicht gesehen. Waren sie wieder weg. Da bleiben dann nur wirklich die engsten Freunde übrig. Ist auch alles in Ordnung. Mir macht das Ganze immer noch Spaß. Und ja, hoffentlich findet mich der Erfolg. Da mache ich auch noch ein Video drüber. Der kriegt sein Fett weg, der Erfolg. Nun gut, wenn ihr meinen Kanal und damit mich unterstützen wollt, hinterlasst mir ein Like und genießt einfach den Tag und bis zur Folge 2.